Nach dem Motto, mal gucken, ob es wirklich klappt. Ich weiß ja nicht so recht. Wir segeln, glaube ich. Ich glaube, wir segeln. Also schon ein bisschen was los. Wir haben 17 Knoten. Das Boot schlägt hin und wieder mal hart ein. Gestern konnten wir den Förler ja wieder auf das Vorstag montieren. Wir hatten letztes Jahr, als wir die neuen Segel bekommen haben, hatten wir so Schwierigkeiten, diesen Förler rauf und runter zu schieben. Ich hatte ja jetzt diese Buchsen, diese Teflonbuchsen eingeschliffen, nachdem ich die offensichtlich zu eng bestellt hatte. Und das konnte ich gestern auch testen. Der rutscht super gut rauf und runter. Und das ist eine große Erleichterung, weil ja, das wäre jetzt blöd gewesen nach dieser ganzen Arbeit. Das war echt schwierig, den Motor zu montieren. Ja. Machst du die Leine? Ich mach die Leine, ja. Gut, dann lass uns mal anfangen. Von hier rauskommen. So, okay. Ich mach nix. Ich. Ist ein bisschen angespannt, ne? Ja. Machst das sehr gut. Vorne geht jetzt gleich den Dingi-Cover weg. Weiß nicht, wem es noch so geht, aber ich tue mich immer schwer, die Hafeneinfahrten oder Ausfahrten zu sehen. Ich bin da hochkonzentriert. Wir fahren jetzt hier zwischen den inneren Wellenbrechern raus. Wir haben abgelegt. Wir fahren heute raus, Systeme testen. Also noch nicht Abfahrt, aber es tut so gut, mal wieder auf dem Wasser zu sein.
Juhu, wir fahren raus. Nicht lang, heute Abend sind wir wahrscheinlich wieder zurück. Aber immerhin. Jede Minute zählt, die wir draußen sind. Wir waren schon viel zu lange im Hafen, am Hafen, oder? Kalt von hinten. Das ist Marions skeptischer Blick. So nach dem Motto, mal gucken, ob es wirklich klappt. Ich weiß ja nicht so recht. Ja, ist doch richtig so. Hat er richtig erkannt. Mal sehen. Aber wir tun was? Wir segeln, glaube ich. Ich glaube, wir segeln. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich muss erst die Maschine aus. Willst du sie laufen lassen? Nee, mach sie aus. Mir ist kalt. Jetzt hätte ich eigentlich gedacht, du sagst irgendwas von, oh geil, wir segeln. Es zieht eiskalt von hinten. Ich brauche einen Schal. Leute, ich weiß nicht, ob ihr mir das nachempfinden könnt, aber das ist einfach nur schön. Was ist los da unten? Ich habe mein Werkzeug nicht weggeräumt. Marion ist dagegen gestolpert. Ist nicht gut. Also wir segeln. Wir haben Raum in Wind. Haben nur die Genua draußen. Und wir machen echt gut Fahrt. Also man merkt, dass das Unterwasserschiff sauber ist. Wir waren ja im Februar auf der Werft gewesen, längere Zeit. Ich habe auch Arbeiten am Unterwasserschiff gemacht. Und wir haben ein neues Anti-Fouling drauf gekriegt. Wir haben jetzt Hard Race drauf. Das heißt also ein hartes Anti-Fouling. Deswegen, weil ich regelmäßig tauchen gehe und das Unterwasserschiff reinige. Deswegen wollte ich lieber Hard Race haben. Ja, und jetzt bin ich echt gespannt und freue mich auf den heutigen Segeltag. Mehrere Sachen konnten wir jetzt schon testen. Der Autopilot funktioniert, der läuft gerade. Außerdem war der Motor nochmal angehoben gewesen, weil ich zum einen die Vibrationsdämpfer geprüft habe und weil ich auch die Dämpferplatte getauscht habe. Also das funktioniert auch. Der Antrieb läuft ganz ruhig. Dann hatten wir eine Lichtmaschine, die überhitzt hatte und die zu viel Strom rausgegeben hat. Ich habe einen neuen Spannungsregler, die lädt jetzt auch wieder ordentlich. Und wir hatten einen Stromfäller auf dem Bedienpanel, der ist auch behoben. Und da ist Marion und guckt wieder skeptisch, jetzt in Winterkleidung. Nee, ich habe nur einen Schal an. Der Wind so kalt ist. Ja, ich meine, das ist letztes Jahr zweimal losfahren wollen und zwar irgendwas. Natürlich bin ich skeptisch. Freust du dich? Ja, wenn in einer Stunde immer noch alles läuft, können wir da noch mal drüber reden. Das Gemeine ist, hinter Marion liegt Malta. Malta ist unser erstes Ziel und jetzt ist guter Wind. Also wenn wir jetzt losfahren würden, dann wären wir morgen früh in Malta. Aber wir haben auf den letzten Drücker noch Leinen bestellt und die sind noch nicht da. Und wir müssen auch noch Lebensmittel kaufen. Wir sind nicht vorbereitet, um jetzt abzufahren. Also Lebensmittel kriegst du auch noch in Malta. Ja. Die haben tatsächlich auch Essen. So viel wollen wir nicht kaufen. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir warten noch auf Sachen und wir müssen noch ein bisschen was erledigen. Ist doch alles gut. Wir wollten Systeme testen und nicht abfahren. Also man muss auch dazu sagen, das war jetzt ein bisschen holter die Polter. Heute Morgen hatten wir eigentlich noch was ganz anderes vor. Ich habe heute Morgen noch die Batterien getauscht, weil die nicht mehr in Ordnung waren. Und eigentlich wollten wir so in Ruhe vor uns hin puzzeln, bis ich irgendwann sagte, Mensch, heute ist schöner Wind, wollen wir nicht rausfahren zum Systeme testen. Und deswegen sind wir hier.
mich ist das erstmal raus nach der Winterpause echt immer massiver Stress. Davon abgesehen, dass ich keine Seebeine habe und ich sowieso die ersten 1, 2 Mal oder 3 Mal dazu tendiere, seekrank zu werden, muss ich erst wieder das Vertrauen bekommen. Es ist, also ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Für mich ist das die ersten 1, 2 Mal rausfahren immer Stress. Deswegen ist es auch gut, dass wir nicht gleich losfahren, sondern wirklich nur hier sind und dann irgendwann wieder zurück. Wir kreuzen hier nur so ein bisschen hin und her, aktuell unter der Genua. Wir wollen es langsam angehen lassen und ich bin glücklich darüber, dass wir das machen können. Wir haben noch mit diesem Boot noch nie Systemtests gemacht, bevor wir irgendwo hingefahren sind. Das war immer irgendwie holter die Polter. Wobei letztes Jahr tatsächlich nach diesen Motorproblemen sind wir öfter draußen unterwegs gewesen, aber als dann ganz fertig war, da haben wir es nicht gemacht. Doch, da haben wir einen Test gemacht. Wir haben einen Test nach Mallorca gemacht und hingen dann da mit den kaputten Vibrationsdämpfern und konnten nicht mehr zurückfahren. Das war unsere Testfahrt. Genau, wer das nicht kennt, wir blenden euch das Video oben ein, da könnt ihr ja da nochmal reingucken. Das war eine Chaosfahrt, Wahnsinn. Ja. Ja, es sollte die Testfahrt sein. Ja, ja. Aber hat mir danach viel Vertrauen gegeben, dass ich doch ja, aus nix eine Reparatur hinkriege. Und ja, bin froh, bin echt froh. Wir haben es bis Sizilien geschafft. Jetzt im Winter war ja wirklich eine ganze Menge. Wir haben das ja so ein bisschen getrennt. Dazu gibt es den Technikkanal. Das kommt jetzt nach und nach alles auf den Technikkanal. Marion testet gerade ihre eigenen Vitalsysteme. Wie erwartet bin ich seekrank, aber alles gut. Bin halt ein bisschen müde jetzt, aber das ist normal, das ist völlig in Ordnung. Ihr habt das ja mitbekommen, wir haben schon ganz schön viele Videos gemacht. Ich glaube 140 haben wir jetzt gemacht, ne? Das heißt auch, dass wir die alle speichern und das heißt auch, dass wir eine Unzahl von Festplatten haben. Und eine von diesen Festplatten ist uns kürzlich kaputt gegangen und wir kamen an unsere Daten nicht mehr ran und wir brauchten die aber dringend. Und wir haben uns hier einen Ort weiter in Gela einen Dienstleister gesucht, SDR Technologies heißen die. Und Filippo und sein Team hat da einen absolut genialen Job gemacht. Die konnten die Daten größtenteils wiederherstellen, dort wo der Kopf die Platte noch nicht zerkratzt hat. Und wir sind echt glücklich, das war ein super Job. Also vielen Dank SDR Technologies, ihr wart super. Eine tolle Rauschefahrt. Wir fahren total schnell mittlerweile, aber wir sind auch hart am Wind. Ja, alles super. Also fürs erste Mal sind das schon sportliche Bedingungen, das muss man schon sagen. Deswegen haben wir auch nicht alles an Segelzeug draußen, also schon ein bisschen was los. Wir haben 17 Knoten. Das Boot schlägt hin und wieder mal hart ein, aber ich denke, das ist okay fürs erste Mal. Wir wollten ja eigentlich nur Systeme testen und keine Beschwerden bisher. Ich würde mich freuen, wenn es Marion besser ginge, aber so ist das halt beim ersten Mal.
guess my love is for the ocean, not for you. No, not for you. Wie geht's dir? Müde. Aber war ja auch abzusehen. Alles gut. Wir waren jetzt 3 Stunden unterwegs. Das hat alles super geklappt. Wir haben kräftigen Wind, so zwischen 15 und 18 Knoten. Und ich habe die Genua ein bisschen gerefft und vom Großen nur ein bisschen was stehen, damit wir nicht so viel Kringung fahren. Es läuft alles und ich werde jetzt eine Wende fahren und dann langsam Kurs auf den Hafen setzen. Und dann glaube ich, können wir für heute auch ein recht positives Fazit ziehen. Ja, Marion ist sehr anfällig für Seekrankheit und so sieht das dann aus. Dann ist sie einfach total müde und hängt schlapp in der Ecke. Also nicht weiter schlimm und sie ist echt tapfer, weil sie einfach auf dem Wasser sein will, auch wenn sie sich dann schlapp fühlt. Es ist auch nur am Anfang der Saison so. Ja. Das ist normal. Gut, ich fahre jetzt meine erste Einhandwende dieses Jahres und dann setze ich Kurs auf den Hafen. So, Genua ist auch wieder ausgerollt, weil wir jetzt wieder halben Wind fahren. Also die Systeme vom Boot funktionieren besser als meine Systeme. Mein Systemtest ist leider fehlgeschlagen. Aber das Gute ist, wenn wir das nächste Mal rausfahren und das ist vielleicht das richtige Fahren, wird es mir besser gehen.
weil es dir vorhin immer einmal schlecht geht und dann geht es dir besser, oder? Ja, genau. Ich muss mich ja erstmal dran gewöhnen. Und das ist jetzt quasi das dran gewöhnen. Ich hätte auch eine Tablette nehmen können, aber das ist auch nicht die Lösung. Also es muss ja ohne Tablette gehen. Und deswegen ist das erste Mal, wenn wir rausgehen, eigentlich immer ganz gut, das so zu machen. Und ja, außerdem war deutlich mehr los, als ich dachte. Aber der Captain ist zufrieden. Ja, doch. Es hat alles funktioniert. Wir haben jetzt die Maschine schon wieder an, weil wir ganz kurz vor der Hafeneinfahrt sind und die Höhe nicht mehr laufen konnten. Ja, also ich will Marion jetzt nicht überstrapazieren. Es hat ja alles funktioniert, was ich testen wollte. Und wir waren auch draußen, haben ein bisschen Seeluft geschnuppert, konnten wieder fühlen, wie das ist, außerhalb vom Hafen zu sein. Wenn man nur im Motorraum steckt oder irgendwas repariert, dann verliert man da manchmal den Blick dafür. Jetzt gehen wir wieder rein. Ja. Wir sind wieder am Liegeplatz. Das war jetzt aber aufregend, das erste Anlegemanöver. Ah, war auch ganz schön windig. Ja, also der Bug wurde immer wieder weggedrückt. Wir hatten zwar einen Marinero in Lee, der mit dem Schlauchboot dagegen gedrückt hat, aber insgesamt wurde das Boot so weit leeseits gedrückt und dann habe ich einen zweiten Anlauf genommen, aber es ist alles gut gegangen. Also keine Schrammel, nix. Ne? War zwar aufregend, aber hat gut geklappt. Wir hatten auch 2 Stegnachbarn, die uns geholfen haben. Frank und Manuel standen da und ja, das war schön. Hat super geklappt, war aufregend und jetzt wissen wir, was wir können und was das Boot kann. Und das wussten wir schon vorher. Ja. Feierabend? Ja, Feierabend. Du Reicht. bist ja immer noch kaputt, ne? Ja, bin ich. Normal. Soll ich dir Spaghetti kochen? Nee. Ich will jetzt erstmal was trinken. Ja. Stimmt, ich habe auch nichts getrunken. Ja. Dann mal los.